Weihnachten steht vor der Tür und bei uns gibt es an Heiligabend unbedingt einen Weihnachtsbraten. Traditionell muss so sein. Dieses Jahr habe ich mich für meinen Weihnachts-Wellington-Braten entschieden. Eine wunderbare, köstlichste vegetarische Füllung, umhüllt mit buttrigen Blätterteig. Lasst euch überraschen. Ich bin Claudia und jetzt fangen wir an. Und hier ist das ganze Potpourri meiner Zutaten, sowohl für die Füllung als auch für die Soße. Anfangen tun wir mit den roten Linsen, die habe ich schon in Gemüsebrühe gekocht. Möhren, klein geschnitten, Lorbeer, Champignons, frischer Spinat, Lauch, ein bisschen Olivenöl, Schnittlauch. Hier ist der Blätterteig, Frischkäse, ein bisschen Traubengelee für die Soße, Senf, Tomatenmark, Knoblauch, Zwiebeln, ein paar gehackte Nüsse, ein bisschen Käse fürs Topping, dann getrocknete Pflaumen, Haferflocken, die auch gleich noch in Gemüsebrühe eingeweicht werden und dann Gewürze wie Salz, Pfeffer, Sojasauce, Thymian, Rosmarin, alles was so für einen guten Braten passt. Die Zwiebeln kommen jetzt in ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Dazu noch ein bisschen Tomatenmark. Rühren, dass es nicht zu braun wird, sondern einfach schön goldglasig anschwitzen. Noch den Lauch dazu. Geben wir noch die Möhren, die klein geschnittenen, dazu. Rosmarin und Thymian, ein bisschen Ingwer und Knoblauch, 3 Löffel des Gemüses stelle ich beiseite für die Soße. Jetzt kommen die eingeweichten Haferflocken mit dazu, eingeweicht in Gemüsebrühe. Alles in eine Schüssel geben. Die roten Linsen, die ich vorher schon gekocht habe, mit dazu mischen. Pilze nochmal in der gleichen Pfanne schön anbraten. Die Pilze sind auch fertig angebraten. Da nehme ich jetzt auch 2 Esslöffel raus für die Soße. 1, 2. Die angebratenen Pilze kommen jetzt hier auch noch zur Farce. So. Beinahe hätte ich die Pflaumen vergessen, die müssen da ja auch noch rein. Die sind natürlich ungeschwefelt. So, ich habe unter die Farce noch den Senf untergemischt. Und jetzt geht es an die Bestückung des Blätterteigs. So. Da machen wir jetzt erstmal den Frischkäse, den ich mit dem Schnittlauch vermischt habe, hier drauf. So. Jetzt von der Füllung drauf. In die Mitte kommt jetzt eine Mulde. Dann kommt da der restliche Frischkäse rein. Schön hier rein verstreichen. Den frischen gehackten Spinat in die Mitte. Der fällt ja gleich auch dann noch so ein bisschen zusammen. So. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier das auch treffe. Der kommt jetzt hier drauf. So. Warte. Das sieht doch schon gut aus. Und dann versuche ich hier so ein bisschen eine nette Optik hinzukriegen. So, ich bin schon mal zufrieden.
Mein Weihnachts-Wellington kriegt jetzt noch seinen letzten Anstrich. Ich habe ein Eigelb mit ein bisschen Milch verquirlt. Das verteile ich jetzt hier oben drauf. Dann kriegt ihr nämlich nachher eine super schöne Farbe. Und dann noch so ein bisschen für den Crunch. Hier aus dem Garten die Walnüsse. Macht auch optisch was her. Und für die Würze habe ich hier einen alten Comté, den haben wir bei Jean-Luc auf dem Markt gekauft. Der hat gesagt, für das Gericht, Claudia, nimm den. Auf Französisch hat er das natürlich gesagt. Jetzt geht mein Weihnachts-Wellington ab in den Ofen und zwar bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, so zwischen 40 und 50 Minuten. Guckt immer mal wieder rein und schaut euch an, wie der Blätterteig aufgeht. Die Füllung ist ja fertig, also es geht natürlich darum, dass es jetzt außen alles richtig schön knusprig und goldbraun wird. Na, da gucke ich doch mal rein. Sieht schon super klasse aus. Für die Soße jetzt das zur Seite gestellte Gemüse und die Pilze nochmal in der Pfanne anbraten. Nochmal ein bisschen Tomatenmark dazu. Ein Gläschen Rotwein für die Farbe und für den Geschmack. Ein bisschen Gemüsebrühe. Einen guten Schuss Sojasauce. Für ein wenig Süße habe ich ein Traubengelee genommen. Ihr könnt auch jede andere Marmelade nehmen. Lorbeerblätter passen immer in eine Soße. Das Ganze jetzt einfach köcheln lassen. Boah Leute, ist das nicht ein Prachtexemplar? Ich finde, der sieht irre aus. Wow, ich bin völlig hin und weg und begeistert. 50 Minuten war er jetzt im Ofen. Mit 180 Grad habe ich angefangen und dann habe ich ihn aber schon ein bisschen runtergestellt, so auf 160. Und jetzt werde ich ihn anschneiden. Hört ihr das? Wow. Oh mein Gott. Es hört sich schon gut an. Ich glaube, ich mache da jetzt so ein Tortenstück. Ups, guten Tag. Da hat sich so ein richtig schöner Hut gebildet. Jetzt versuche ich das mal hier rauszuholen und hoffe, dass es mir auch gelingt. Da muss ich noch ein bisschen dran. Oh, guck mal. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich schon mehr als ich. Ich darf es auch gleich angucken. Ich bin total happy. Ich finde, der sieht sehr gelungen aus. Der dampft natürlich jetzt noch eine ganze Menge. In der Zwischenzeit habe ich ja, als der im Ofen war, die Soße gemacht. Das habt ihr ja gesehen. Ich habe sie nachher noch mit dem Zauberstab püriert, noch ein bisschen Honig dazu gegeben, ein bisschen Salz und Pfeffer, abgeschmeckt. Super. Und jetzt darf ich probieren. Ich bin sehr gespannt. Ein bisschen Soße drauf und dann. Super lecker. Super heiß. Aber das ganze Stück, das esse ich jetzt auf. Also, ich kann euch nur empfehlen, macht mal einen anderen Braten zu Weihnachten. Also ein Weihnachts-Wellington ist ein absolutes Highlight. Ich glaube, jedem in eurer Familie wird das gefallen. Macht es, probiert es aus. Genießt euren Heiligabend und ja, bleibt neugierig. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Eure Miss Gliss.